PDAX veröffentlicht jetzt schon seit einiger Zeit Film- und Fernsehklassiker auf DVD bzw. ausgewählte Perlen sogar in High Definition auf Blu-ray. Trotzdem hat sich ihr Programm in den letzten Jahren eigentlich noch nie wirklich mit meinem persönlichen Geschmack getroffen, weswegen ich tatsächlich letztes Mal im Sammlungsupdate zum allerersten Mal etwas von PDAX vorgestellt habe. Und das war die großartige Zeichentrickserie Geschichten aus der Gruft, aber nicht in der von PDAX direkt veröffentlichten Fassung, sondern in der Repack-Version exklusiv bei Pretz Media erschienen als limitiertes 6-Disc Mediabook mit allen 3 Staffeln. In diesem Review habe ich angemerkt, dass ich das grundsätzlich absolut genial finde, dass vergessene Fernsehserien aus eigentlich meiner Kindheit jetzt auch auf DVD erscheinen. Und dass es da noch einige Serien gibt, die ich ebenfalls gerne hätte. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, Darkwing Duck irgendwann einmal aufs vollständige DVD-Collection zu sehen, ist relativ enden wollen. Fuck Disney Plus. Aber ich habe in meiner Vorstellung von Geschichten aus der Gruft angemerkt, dass ich mich noch an eine Zeichentrickserie erinnern kann, die ich als Kind ebenfalls geliebt habe. Die auf Super RTL das ein oder andere Mal zu sehen war, wo ich natürlich diverse Folgen immer noch irgendwo in Kästen auf VHS aufgezeichnet habe, die ich aber schon jetzt seit wahrscheinlich 25 Jahren nicht mehr gesehen habe. Die Rede ist von der französischen Produktion Bob Moraine. Meiner Meinung nach eine der Serien mit den coolsten Intro-Song, die ich in der letzten Zeit, in der damaligen Zeit gehört habe. Ich habe diese Serie geliebt. Und da habe ich im Geschichten aus der Gruft Review gesagt, schade, dass es von dieser Serie keine DVD gibt. Wurde dann, danke an dieser Stelle, wirklich danke, von einem Zuschauer in den Kommentaren korrigiert und darauf hingewiesen, dass sogar PDAX selbst die Bob Moraine-Serie in 2 Volumes auf DVD veröffentlicht hat. Und deswegen habe ich mir sofort am nächsten Tag die beiden Volumes bestellt, direkt im Shop von PDAX. Hat absolut wunderbar funktioniert mit dem Versand und außerdem für die beiden DVDs insgesamt 15 € und dann noch dazu versandkostenfrei, auch nach Österreich. Ist wirklich ein absolut toller Service und an der Stelle danke PDAX. Deswegen kann ich euch in der heutigen Ausgabe vom Sammlungsupdate einmal die beiden DVD-Volumes zu Bob Moraine vorstellen. Und wer nicht weiß, wer Bob Moraine ist, das ist Bob Moraine. Einer der coolsten Zeichentrickhelden, für mich zumindest, aus der damaligen Zeit. Und meiner Meinung nach hat's PDAX auch wirklich absolut großartig verstanden, hier wunderbare Cover-Artworks für die DVD anzufertigen, weil ganz ehrlich, dieses Bild sieht einfach nur verdammt cool aus. Und wir wechseln einmal auf das Backcover, da bekommen wir mal, ganz ehrlich, muss man wirklich wissen, wer Bob Moraine ist. Bob Moraine ist absolut awesome. Hätte es gereicht, hier diese 4 Wörter auf das Backcover zu schreiben. Nein, ganz ehrlich. Die Serie stammt aus den späten 90er Jahren tatsächlich, also da war ich 9 bis 10. Wie die Serie produziert wurde, finde ich absolut genial. Wir bekommen natürlich auf dem Backcover dann zusätzlich zu den Informationen rund um die Serie, jetzt habe ich fast Richard Keel gelesen und habe mir gedacht, ich hoffe, es ist kein Gebiss in der DVD mit drinnen. Wir bekommen sogar auch den französischen Originalton mit dabei, aber den werde ich nicht verwenden. Meiner Meinung nach sehr, sehr schön gestaltet die DVD. Außerdem im Inneren bekommen wir dann die 13 Episoden auf 2 Discs, leider mit demselben Design bedruckt. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung bringen können, aber zumindest nicht dasselbe Design, das auch auf dem Cover ist. Sehr schön finde ich auch die Tatsache, dass es an der Stelle ein Wendecover ohne das große FSK-Logo gibt, beziehungsweise, dass es hier tatsächlich noch ein kleines Bonusding gibt. Aus dem Epsilon Verlag, gibt es eine Leseprobe zu einem Bob Moraine Comic, Der gelbe Schatten, wo wir ebenfalls einmal schnell durchblättern können. Meiner Meinung nach ein sehr einfacher Zeichenstil, aber irgendwie trotzdem ansprechend, werde ich mir auf jeden Fall durchlesen, weil wer weiß, vielleicht kann man ja Bob Moraine auch in meinem Regal irgendwie zusätzlich zu den DVDs noch einmal zum Leben erwecken. Aber wir bekommen dann noch die 2. Volume und da meiner Meinung nach ein noch großartigeres Cover-Artwork geboten, weil ganz ehrlich, ich würde auch so perplex reinschauen wie Bob Moraine, wenn ich landen würde und dann diese 3 komisch sitzenden WhatsApp-Emojis vor mir finden würde. Aber auch diese Affen sind wahrscheinlich ein bisschen überrascht somit, was macht dieser gut aussehende Mann hier und
warum bin ich plötzlich gezeichnet? Aber natürlich finde ich es auch wiederum relativ cool, dass es Bob Moran offensichtlich schafft, aus einem abstürzenden Flugzeug abzuspringen und dann theatralisch gleichzeitig mit dem Flugzeug hier zu landen. Oder aber er ist einfach nur in dieser Folge am Set von Lost und versucht herauszufinden, what the fuck diese Dharma Initiative eigentlich vorhatte. Außerdem bekommen wir natürlich hier auch auf dem Backcover wieder Informationen rund um die Serie und während der zweite Absatz quasi mit den grundsätzlichen Informationen inhaltsgleich ist mit der Box zur ersten Staffel oder ersten Volume, bekommen wir eine andere Inhaltsangabe mit anderen Infos rund um die Serie. Natürlich hier auch wieder ein paar Bilder mit Suko, glaube ich, heißt er, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und die technischen Informationen, sehr schön, muss man an der Stelle eben wirklich sagen, wie einheitlich PDAX das Ganze gestaltet hat. Und ich persönlich bin ja Fan von einheitlichen Reihen und das sieht im Regal einfach nur absolut genial aus. PDAX ist da offensichtlich wirklich ein Label, dem man vertrauen kann, wenn es darum geht, Serien auf DVD und dann wahrscheinlich auch auf Blu-ray zu veröffentlichen. Wir bekommen dann im Inneren auch auf den Discs wieder ein anderes Bild mit Bob Moran, der hier so ein bisschen an Adam Driver erinnert, aber egal. Mit dem Wendecover ohne das große FSK-Logo natürlich, das es ebenfalls als Teil dieser Box gibt und natürlich auch hier wieder eine Leseprobe zu einem Bob Moran Comic unter dem Titel Angst und Nebel. Interessant finde ich, dass wir quasi in den DVD-Boxen 1 und 2 die Leseproben scheinbar für die Comics 2 und 3 bekommen, aber das ist nur so eine klitzekleine Footnote. Meiner Meinung nach ein absolut genialer Release zu einem absolut genialen Preis und ich bin sehr, sehr gespannt, wie mir diese Serie jetzt gefällt und muss dazu sagen, dass ich im Seriensortiment von PDAX schon den ein oder anderen Klassiker entdeckt habe, so wie Street Sharks oder Road Sharks oder irgendwie so, die ich nie gesehen habe, aber wo ich mir denke, das klingt so herrlich absurd. Ich glaube, das muss ich auch haben. PDAX, definitiv empfehlenswerter Shop, definitiv coole DVDs und jetzt geht's dann daran, sich wieder einmal durch die Episoden zu suchten.